Willkommen zum Regenrennen hier in Kanada. Die Bedingungen sind wirklich ultra schlecht. Gerade weil im Training natürlich die Sonne geschienen hat und ich da echt sehr, sehr gute Zeiten hinbekommen habe. Bin hier um den Rundkurs gewetzt und muss jetzt zusehen, dass ich hier im Blitzqualifying und dann natürlich auch im Rennen im Regen das halbwegs hier gut durchstehe. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich hätte mir das gerne umgekehrt gewünscht. Also im Training wäre ich gerne auch im Regen gefahren, aber dann Blitzqualifying und im Rennen dann bei trockenen Bedingungen. Das wird natürlich jetzt ein richtig großer Krampf auf einer Strecke, die man eigentlich so gut durchfahren kann. Auf trockenen Reifen oder mit Softs auf einer trockenen Strecke. Das wäre ja ganz geil, aber wir müssen auch damit zurechtkommen. Und das wird auch eine sehr große Herausforderung. Vielleicht hört es ja auch irgendwann auf im Rennen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das ganze Rennen über lang hier mit Regen zu tun. Von daher ist eine Platzierung weiter vorne auch sehr, sehr wichtig. Und ihr hört schon, wenn ich hier in die Eisen gehe, wie sich das Ganze anhört. Ich könnte natürlich auch riskieren und mit Softs hier losfahren und Mediums, dann bin ich wahrscheinlich schneller als die anderen, aber sicher bin ich damit nicht. Aber trotzdem mit fast 300 km/h, 5., 4. Platz, jetzt müssen wir hier noch irgendwie sicher durchkommen, durch die letzte Schikane, rechts, links. Da kann ich immer noch mal ein bisschen Zeit gut machen und so kommen wir von der 5 direkt auf die Pole Position vielleicht. Wenige Meter noch und es reicht für die Pole Position. Sehr gut. Auch mit Voice Crack am Ende, aber das gehört auch dazu. Sehr gut. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn's richtig zur Sache geht. Also wir müssen uns auf sehr viel Konkurrenz einstellen. Schlechte Bedingungen durch den Regen. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass es irgendwann auch aufhört, aber ich glaube, die Wettervorhersage war das ganze Rennen über lang Regen. Aber gut, ich bin gespannt, wer damit am besten zurechtkommt und wir starten auf jeden Fall von der Pole Position, was schon mal nicht ganz so verkehrt ist. Regenrennen Teil 2, aber im Vergleich zum Qualifying fahren wir hier nicht mit den Regenreifen, sondern mit den grünen Intermediates. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Erstens mal, wie wir hier wegkommen. Ja, Verstappen schleicht sich da schon mal vorbei und Piastri. Aber das ist natürlich interessant, da sind schon mal bessere Bedingungen als im Blitzqualifying. Hier kriege ich schon mal die erste Verwarnung, eine Kollision mit Piastri. Und das nicht mal in der ersten Kurve, ey. Das geht schon wieder richtig gut los hier. Aber gut, jetzt bin ich gespannt. Hier wäre eigentlich schon die zweite Verwarnung gewesen. Hier kann man nämlich auch ganz leicht abkürzen. Vielleicht hört es ja doch auf. Ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann aufhört zu regnen, dass wir nochmal auf Softs wechseln. Aber ansonsten fahren wir durch mit den Intermediates. Ich habe jetzt die Strategie ausgewählt, wo wir nicht in die Boxengasse fahren. Die Chance wäre auch da gewesen, nach der Hälfte des Rennens einmal die Slicks zu wechseln. Aber ich habe jetzt erstmal die Strategie ausgewählt, wo wir nicht in die Boxengasse gehen. Und vorne Verstappen, gut, der wird wahrscheinlich wieder in seine eigene Liga fahren. Wir müssen jetzt versuchen, Platz 2 hier erstmal zu verteidigen. Oder halt bei unserer einen Stelle kurz vor Start und Ziel da irgendwie ein bisschen Zeit rauszuholen, ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal unseren Jeff frage, Wetterbericht. Wir stellen ja die Frontflügelflaps auf -1 ein. Einstellen der Flaps auf -1 beim nächsten Boxenstopp. Nein! Ich wollte... Ach komm, scheiß drauf. Guck mal, Jeff, der ist schon wieder total... Entweder sitzt er auf seinen Ohren oder hat sich die Ohren nicht gewaschen. Ich wollte Wetterbericht. Ich habe klar und deutlich gesprochen. Da erzählt er mir irgendwas von Flügel. Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Intermediates passen gerade am besten. Ah, er hat's verstanden beim zweiten Mal. Naja, also der Regen wird etwas anhalten. Was heißt das jetzt? Wir haben eine Rundenzeit von 1,25. Wir sind normalerweise ungefähr 15 Sekunden schneller unterwegs. Also im Training zumindest war das so. Ich habe auch die Hoffnung, dass Verstappen vorne vielleicht nicht immer so ganz korrekt fährt und nicht immer auf der Höhe ist. Aber das sind Hoffnungen. Ihr hört die Reifen, wie sie quietschen beim Bremsen. Ich gehe natürlich heftig in die Eisen, weil ich versuche, mich hinten abzusetzen von den anderen und natürlich vorne irgendwie ranzukommen. Aber ich muss natürlich auch auf meine Reifen Acht geben. Wenn ich so weiterfahre, muss ich auf jeden Fall einmal in die Boxengasse. Ja gut, 2%, 4%. Das geht gerade noch. Und da kommt Piastri angerauscht, 0,9 Sekunden. Der hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Speed, woher auch immer. Aber er bremst früher. Das heißt, das ist unsere Möglichkeit, hier wieder ein bisschen Zeit rauszuholen. Und schon bin ich wieder auf 0,8 Sekunden weg. 0,9, fast eine Sekunde. Also das ist wirklich so ein
Bereich, Sei weiter vorsichtig. wo ich Zeit gut mache. Das brauche ich auch. Russell dahinter, Sergio Perez. Dann auf der 5. Es ist noch sehr eng zusammen, das Feld. Ich glaube, das wird sich auch so weit nicht auseinanderziehen. Bei den Bedingungen. Außer es hört halt irgendwann auf. Dann wird sich wahrscheinlich die Spreu vom Weizen trennen. Aber das sind natürlich Bedingungen. 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Gut, für 20 Minuten heißt also ungefähr das gesamte Rennen über. Schade, so eine gute Strecke. Und ich habe ja schon im letzten Part ein bisschen mit den Augen gerollt und war ein bisschen enttäuscht, dass dann ausgerechnet im Blitzqualifying und im Rennen, dass es dann Regen gibt. Ich hätte es mir gerne andersrum gewünscht, wie gesagt. Aber ich wäre auch mit dem zweiten Platz zufrieden. Jetzt mal fernab davon. Zweiter Platz wäre richtig gut. Hier muss ich jetzt aufpassen. Da kriegt Piastri wieder einen Boost, woher auch immer. Aber ich weiß mich hier zu verteidigen. Und der kriegt ja keinen DRS. Das heißt, es ist auch immer ein Vorteil für uns. Natürlich nach vorne ein Nachteil. Ihr seht 1,2, 1,5 Sekunden. Wie viele Sekunden wir da gut machen? 1,7 Sekunden. Und wir haben mit 1,19,800 die schnellste Rundenzeit. Also darauf kann ich mich immer verlassen. Weil ich die halt ein bisschen riskanter nehme. Die nimmt man normalerweise nicht so, wie ich sie nehme. Aber solange ich dafür keine Strafe kriege, ist das völlig okay. Und irgendwann werde ich dann auch Verstappen vielleicht einholen. Und dann wird es heute ein Kopf-an-Kopf-Duell. Wenn nicht vorher irgendwas passiert, aber es passiert so selten was bei uns. Ich darf es auch nicht herbeirufen. 1,9 Sekunden, das ist schon mal ein guter Vorsprung. Nach vorne hin muss ich halt irgendwie versuchen, diesen Abstand jetzt erstmal zu halten. Die Reifen, die quietschen nach wie vor. Muss ich auch mal ein bisschen drauf gucken. Hinten halt 10%, 11%. Wir werden ganz schön belastet, die Hinterreifen. Muss ich auch ein bisschen reifenschonender fahren, irgendwie, aber wie? So, hier wieder mit ERS, das kann ich ja ruhig machen. Da sind immer so 30-40% aufgeladen. Die kann ich dann schön hier verbraten auf der langen Geraden. Oh, hier werden so viele schöne Überholmanöver möglich. 1,6 Sekunden, jetzt gucken wir gerade wieder, wenn ich hier rumgehe. Zack, zack, über diesen Curb drüber. Da ist schon die zweite Verwarnung, beziehungsweise die erste Verwarnung wegen Streckenbegrenzung. Ich habe ja am Anfang auch eine Verwarnung bekommen und eine 1,19. Bleib dran. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Und so komme ich natürlich auch ran. Klar, da nehme ich auch mal eine Verwarnung in Kauf. Das ist jetzt schon die zweite. Und ich habe eine wegen Kollision bekommen. Es bildet sich langsam eine Lücke. Ich habe eine wegen Kollision bekommen und einmal wegen Streckenbegrenzung. Ich hoffe, das zählt nicht zusammen. Aber wir sind jetzt so nah wie noch nie an Verstappen dran. Wir klopfen schon mal an. Vielleicht macht er ja irgendwann einen Fehler. Ich kann ein bisschen im Windschatten bleiben, das ist auch nicht so verkehrt. Es läuft nach Plan. Unter den Bedingungen läuft es echt besser, als ich gedacht hätte. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, den ich habe gegenüber der KI. Vielleicht ist sie extrem vorsichtig hier im Regen und lässt mich dann halt machen. Ich weiß es nicht. So, hier komme ich auch sehr, sehr gut rum. Jetzt wieder mit ERS, dann bleibe ich dran. Und kann vielleicht auf Start und Ziel das erste ernst gemeinte Überholmanöver starten. Ich bleibe auf jeden Fall im Windschatten. Mache jetzt mal mein ERS aus und jetzt die Chance, zum ersten Mal hier irgendwas anzurichten. Genau, und vorbei an Verstappen. Erstmal mit einem kleinen Rempler, Klasse Manöver. aber vorbei. Einfach aus. Das ist die Hauptsache. Vorbei an Verstappen. Und jetzt führen wir das Rennen an. Bei den Bedingungen nach 6 Runden, das ist ein sehr, sehr guter Rennverlauf. Nach hinten haben wir auch 4 Sekunden Vorsprung, 6 Sekunden auf Russell. Also ihr seht hier in Kanada, das ist auch einfach meine Strecke. Gott sei Dank kommen jetzt auch ein paar Strecken. Bis auf Ungarn, da habe ich auch noch leider kein Mittel gefunden, wie ich da besser durchfahren kann in Ungarn. Das wird auch immer so mit meiner Hassstrecke bleiben. Ja, und ich werde vermutlich doch irgendwann einmal reinfahren müssen, wenn ich so weiterfahre. Die Reifen sind schon so sehr belastet, gerade hinten, weil ich halt derart abrupt bremse. Da werde ich nicht drum rumkommen. Mal gucken, wie es in Runde 9 oder in Runde 10 aussieht. Dann werde ich mich doch einmal anmelden müssen. Aber wenn die anderen nicht reingehen, will ich nicht auch unbedingt rein. Dann verliere ich halt Zeit, dann verliere ich meinen ersten Platz.
Das ist halt krass. Vorne rechts ist fast gar nichts, ne? Da haben wir nur 9%, 14% vorne links. Aber hinten, das ist halt... Macht mir halt echt ein bisschen Kopfschmerzen. 19%, 17%. So, Achtung. Ohne Strafe. Und auch Verstappen lassen wir dann 0,8 Sekunden, fast eine Sekunde hinten. Also da hat jeder der KI-Fahrer große Probleme. Freut mich. Spielt mir in die Karten. Ich kann vielleicht ein bisschen reifenschonender fahren, aber wie? Ich muss den Vorsprung halten. Ich will das jetzt hier gewinnen. Also wenn ich schon mal die Pole Position habe und wenn ich die Möglichkeit habe, vor Verstappen ins Ziel zu kommen, dann will ich auch gewinnen. Ganz klar. Die Kampfansage bekommt er von mir. Okay, hör zu. Wir wollen das ERS schonen, also sollten wir es jetzt aufladen. Aha. Das wird auf 51,57% bis Runde 10. Das wird knapp. Dann darf ich es jetzt quasi gar nicht mehr benutzen. Auch auf der langen Geraden nicht. Muss mich irgendwie so verteidigen. Aber wir haben ja einen gewissen Vorsprung. 1,4 Sekunden. Ich kann es einmal riskieren. Richtig aufladen tut sich das halt in der Boxengasse. Ne? Das wäre halt ziemlich cool. Ich beobachte jetzt gleich mal, wer doch in die Boxengasse geht. Vielleicht gibt es ja einige, die ab Runde 9 reinfahren. Oder Runde 10 und sich neue Intermediates holen. Und wenn nicht, bleibe ich auch noch draußen. Wetterbericht. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Ah ja, okay. Also nach wie vor Achtung. Hier aufpassen. Nein, oh, Safety Car. Oh! Rennen unterbrochen. Kein Überholen und langsamer werden. Oha. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Okay, das hatte ich auch noch nie. Rote Flagge, Session angehalten. Auf der Strecke gab es einen schweren Unfall. Die rote Flagge ist aktiv. Alle Fahrzeuge sind an die Boxen gefahren, während das Problem behoben wird. Während dieser Unterbrechung können die Reifen gewechselt und einige Schäden vor der Wiederaufnahme des Rennens repariert werden. Das spielt uns jetzt natürlich ein bisschen in die Karten. Also ich finde das sehr realistisch, dass wir auch mal eine rote Flagge haben. Aber wenn es einen schweren Unfall gab, ja, das müssen wir uns dann nochmal angucken. Jetzt will ich aber erstmal gucken. Stopp, also sollten wir unsere Strategie für den Rest des Rennens genau überdenken. Rote Flaggenablauf. Alle Fahrzeuge werden langsamer, kehren in die Boxengasse zurück und warten, bis die Strecke geräumt ist, bevor die Session fortgesetzt werden kann. Während der Session-Unterbrechung. Während der Unterbrechung kannst du deine Rennstrategie noch einmal überdenken und die Reifen wechseln. Dein Setup oder die Kraftstoffmenge kannst du jedoch nicht anpassen. Was ist denn da passiert, ey? Und Session Neustart. Sobald alle Gefahren beseitigt sind und alle Fahrzeuge im Grid stehen, kann die Session mit einem stehenden Startverfahren wieder aufgenommen werden. Finde ich, wie gesagt, erstens cool, zweitens natürlich ein bisschen schade für uns, weil wir waren richtig gut im Flow gerade drinne. Was will er denn jetzt machen? Er will auf Softs gehen? Nein. Ach, es bewölkt. Guck mal, wir haben jetzt oben eine kleine Veränderung. Das heißt, wir fahren jetzt mit Mediums weiter, so wie ich das verstehe. Oder wie? Verstehe ich jetzt so. Ich werde einfach mal meinen Kollegen hier vertrauen. Und es regnet ja auch nicht mehr. Also wir gehen zurück, wir machen weiter. Wir fahren mit Mediums weiter. Also, Neustart nach diesem schweren Unfall. Mal gucken, wer da ausgeschieden ist. 2 Fahrer sind auf jeden Fall weniger. Und es geht los. Der zweite Start. Verrücktes Rennen. Und es ist tatsächlich trocken und das spielt mir natürlich ein bisschen mehr in die Karten jetzt. Strecke könnte trotzdem noch ein bisschen feuchter sein, aber wir kommen jetzt ein bisschen schneller durch das Ganze, durch den Rundkurs hier. Das kann man viel, viel besser durchfahren. Softs wäre natürlich auch ideal gewesen, aber Mediums, glaube ich. Mein Team wird schon wissen, was es macht. Aber da bin ich auf den Unfall gespannt. Das muss ja ein schwerer Unfall. Da müssen ja 2 Autos dermaßen ineinander gekracht sein. Ich sehe zum Beispiel Sergio Perez gar nicht mehr. Würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Der war nämlich vorher 5. Ich würde ja nicht sagen, vielleicht Sergio Perez und sein Hintermann. Wir gucken es uns an. Sind noch 2 rote Punkte da. Rote Punkte sind auch noch da. So, bin ich jetzt leider zu weit nach außen gekommen. Das nutzt Verstappen natürlich direkt zu einem Überholmanöver, weil nämlich jetzt auch wieder DRS gleich aktiviert sein wird. Und jetzt aufgepasst, Verstappen, der kommt vorbei, der bleibt aber hinter mir. Das wird er nicht schaffen. So, und jetzt aufgepasst. Bei trockenen Bedingungen geht das natürlich noch ein bisschen flüssiger hier rum. Und auch hier gewinne ich wieder ein bisschen Zeit. Also das sind jetzt quasi unsere Bedingungen. Schade, dass ich mit Softs hier nicht gefahren bin. 1,18. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. Ja, habe ich mir gedacht. Und jetzt werden wir Probleme kriegen. Wenn ich jetzt mit Softs unterwegs gewesen wäre, hätten wir eine 1,10 oder würden wir jetzt eine 1,10 fahren. Achtung, hier auch immer aufpassen. Ich habe schon 2 Verwarnungen. Ich möchte mir keine dritte hier einheimsen.
Ja, das ist mal ein ereignisreiches Rennen. Schwerer Unfall. Rennen muss neu gestartet werden. Wir haben Oha. jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Ja, 1,15 ist drin. Also mit Softs hätte ich gesagt, jo, 1,10, aber Mediums. Wahrscheinlich, weil das noch so eine große Distanz ist. Mit Softs wäre das nicht gegangen. Da hätte ich wahrscheinlich noch einmal wechseln müssen. Mensch, große Aufregung hier, ey. In Montreal. Keine Reifenprobleme zurzeit. So, jetzt kommt's natürlich. Jetzt wird uns Verstappen anfangen zu überholen. Aber ich versuche mich so gut es geht zu verteidigen mit ERS. Mache hier die Tür ein bisschen auf. Dann rüber. So, und hier rum. Achtung, nicht gegen die Bande. Wieder Amazon. Wieder die schöne Amazon-Bande. Verstappen bleibt aber dran. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Ah ja, geil. 1,13 sage ich ja. Wir haben wirklich gute Rundenzeiten jetzt hier. Das ist was ganz anderes, als wenn hier im Regen durchschleißt. Ich meine, Intermediates war gut. Mit den Regenreifen, da hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen schwerer getan. Aber Verstappen hat jetzt die schnellste Runde, sehe ich gerade. Also wir müssen irgendwie eine 1,13 nochmal überbieten. Wird aber mit Mediums nicht klappen. Mit Softs alles gut. Da wären wir nochmal 2 Sekunden schneller, aber jetzt müssen wir ihn leider ziehen lassen. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben Vorsprung auf Russell. Und wir kriegen, wenn wir Verstappen vor uns haben, natürlich auch DRS, wenn wir dann die entsprechende Zeit hinter ihm sind. Das heißt, es könnte jetzt ein schönes Wechsel dich stattfinden mit Verstappen. Wir gucken mal. Jetzt kommt er ran. Tür mache ich auf. Tür mache ich zu. Kommt er nicht vorbei. So, aufgepasst. Keine Begrenzung überschreiten. Jawohl. Aber das klappt jetzt nicht mehr so gut. Das hat mit den Intermediates gut geklappt bei Regen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,13. 5,02. Verstappen legt nochmal ein bisschen oben drauf. Also wird nochmal ein bisschen schneller. Schade. Die KI, die kriegt das jetzt leider gut hin. Bei trockenen Bedingungen. Ich glaube, ich kann mir aber hier nichts vorwerfen. Ich meine, ich fahre nach bestem Gewissen hier. So gut es geht. Versuche hier nicht abzukürzen. Und dass Verstappen nur mal das schnellere Auto hat, ist halt klar. Wir sind aber noch in der Entwicklung. Das heißt, wir können auch noch mal ein bisschen mehr PS drauflegen, wenn dann unsere Bereiche dementsprechend geupgradet werden. Also ich sehe 2 rote Punkte. Das heißt, dass beide Ferraris noch drin sind. Hinten sehe ich auch Sergio Perez. Vielleicht hat er ein bisschen Schaden von genommen, ist aber im Rennen geblieben, weil ganz hinten sehe ich auch noch einen dunkelblauen Punkt. Aber das Sergio Perez ist doch noch da. Naja, wir werden es ja sehen. Wobei, es sind auch noch 20 Fahrer da. Es sind auch noch 20 Fahrer da, also scheint es niemanden erwischt zu haben. Das sehe ich ja jetzt erst, weil normalerweise müssten wir ja dann mindestens mal einen weniger haben oder 2. Und wir haben die schnellste Runde. 1,12, 7, 1,3. Da bin ich gespannt, wie schwer der Unfall war. Vielleicht sind sie einfach nur zusammengerauscht und ein Stück vom Frontflügel ist einfach abgefallen. Weil normalerweise dürfte doch der Fahrer, vielleicht ist das aber auch ein Bug und das Spiel hat es nicht hinbekommen, die beiden Fahrer zu entfernen. Weil normalerweise müssten die ja dann aus dem Rennen sein. Das Auto ist ja laut der Nachricht total kaputt gewesen. Da bin ich jetzt gleich gespannt. Wenn das nämlich so kommt, wie ich es mir denke, dann ist es ein Bug. Weil dann hat das Spiel nämlich so getan, als wäre gar nichts gewesen, hat die Autos reingeholt und hat die quasi in der Garage wieder heile gemacht. Das geht natürlich nicht. Das können sie nicht machen. Weil mich das mit diesen 20 Fahrern stutzig gemacht hat. Aber wir gucken. Ich gucke jetzt immer auf Piastri, weil ich rechne immer damit, dass Verstappen uns überholt. 4,5 Sekunden Vorsprung, das ist okay. Aber es sind auch noch 5 Runden und die KI holt immer in den letzten Runden viele Sekunden auf. Von daher immer vorsichtig sein. Hier schafft die KI auch, jetzt schneller durchzukommen. Und nochmal eine bessere Rundenzahl. 1,12,5,9,2. Gebt mir die roten Slicks, dann mache ich euch nochmal eine Sekunde schneller. Wir können es noch halten. Wir stehen vor unserem nächsten Sieg. Nach dem überragenden Last Kurvensieg, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, gegen Fernando Alonso, winkt uns hier der zweite Sieg der Saison.
Und damit könnte man dann die Europareise gut starten. Und auch Verstappen, der wird nochmal aufholen. Der wird auch nochmal ein bisschen mehr Gas geben in den letzten Runden. Der hat auch noch nicht 100% aus seinem Auto, glaube ich, rausgeholt. So, aber immer wieder DRS. Immer wieder. Jetzt kommt er ran. 0,3. Er wackelt schon mit der Nase, aber er wird es nicht schaffen. Nee. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Und gut, dass ich hier mit Hilfe der Traktionskontrolle oder Traktionshilfe durchkomme. Nochmal eine schnelle Rundenzeit, aber auch Verstappen natürlich durch DRS 1,12, 1,49. Das ist halt wirklich krass. Aber gut, der Vorsprung auf den dritten und vierten, der wächst. 5,6 Sekunden jetzt mittlerweile. Also auch mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe sollte ich dann diesen Platz behalten. Aber ich will natürlich gewinnen. Schnellster Sektor hier jetzt erstmal. Okay, hör zu. Die Rundenzeiten schwanken im Moment ein wenig. Wir brauchen Beständigkeit, also versuchen wir sie zu stabilisieren. Erziele eine durchschnittliche Rundenzeit von 1,14. Naja, ich habe eine 1,12. Was will er denn von mir? Also wenn ich jetzt so weiterfahre, eine durchschnittliche Rundenzeit, ja gut, werden wahrscheinlich beide Zeiten dann zusammengezählt und durch 2 geteilt. Aber es soll die schaffen, oder? 1,14 im Durchschnitt. Wir haben jetzt die beste, ist 1,12. Wenn wir jetzt zweimal eine 1,12er Runde schaffen. Ja, jetzt kommt Verstappen, jetzt ist er weg, ja. Das habe ich geahnt. Schade. Schade, aber... Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Jetzt haben wir DRS. Achtung, über die Curbs rüber. Zweite Verwarnung, Streckenbegrenzung. Jetzt darf ich mir nichts mehr erlauben. Schon haben wir eine 1,13. Aber jetzt dadurch, dass wir DRS haben, habe ich Hoffnung, dass wir wieder vorbeiziehen können, wenn wir dranbleiben. Das wird jetzt den Zweikampf. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf, wir machen keinen Boxenstopp mehr. Und ich muss auf die Begrenzung jetzt aufpassen. Noch ein Fehler und ich habe eine Zeitstrafe. Und das wäre halt sehr, sehr bitter. Bei so einem Verlauf, wir sind im Rennen oder im Regen gestartet, haben einen schweren Unfall mitbekommen. Aber wir kommen nicht ran, oder? Ein schwerer Unfall, den wir uns in der Wiederholung auf jeden Fall nochmal angucken. Da möchte ich wissen, wer mit wem zusammengestoßen ist und warum die immer noch dabei sind. Da kann ja dann irgendwas nicht stimmen. So, jetzt wird spannend. Gut, rauskommen aus der Kurve. Da zieht die KI leider weg. Das werde ich nicht schaffen. 0,6 Sekunden. Mal gucken, sag niemals nie. Im Windschatten. Wir kommen ran. Ja, wir kommen ran. Noch nicht entscheidend, aber wir kommen ran. Achtung. Oh, nicht zu nah ran. Und auch nochmal hier auf Start und Ziel. Bis zur letzten Runde wird das hier sehr, sehr eng. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,8 Sekunden. Das ist wahrscheinlich mit das ereignisreichste Rennen bislang in unserer Saison hier, in unserer Karriere. Wir hatten wirklich alles. Wir hatten Regen, jetzt haben wir Mediums, also wir haben jetzt trockene Bedingungen, dann hatten wir einen schweren Unfall, dann hatten wir einen Restart. Was ich auch mal ziemlich cool finde, dass man das hier mitmacht. Ich habe erst gedacht, erst war gelb und dann direkt auf rot und dann hat das Rennen gestoppt. So, und wir bleiben dran. Wir schaffen es. Ich habe die Hoffnung, ich habe das Gefühl, dass wir das schaffen. Wir werden auf jeden Fall Zweiter, wenn wir unser Auto jetzt nicht hier verlieren. Dann bleiben wir auf jeden Fall auf dem Podium und Zweiter. Ich will natürlich gewinnen. Und mir reicht es, wenn ich ihn in der letzten Runde, in der letzten Kurve überhole. Was wäre das für ein Finish? Dann wäre das wie in China. Komm. Wir saugen uns ran, wir kommen ran, aber nicht entscheiden. Achtung, Verstappen hat Probleme vielleicht. Wenn ich den Schwung jetzt mitnehme mit DRS, ich schaff's nicht. Nee, ich schaff es nicht ran. Du hast es geschafft. Du hast das Ziel erreicht. Letzte Runde, gib Gas. So, einmal noch hier voll pushen, aber dazu muss ich natürlich auch dementsprechend fahren. 0,3. Schaffen wir es oder nicht? Wird's unser zweiter Sieg oder holt sich Verstappen erneut den Sieg? 0,2 Sekunden. Wir sind ganz knapp dran. Wir brauchen jetzt hier eine gute Sequenz. DRS, ERS. Ich muss gleich noch mal ein bisschen sparen für die letzte lange Gerade. Aber ich riskiere dann auch nicht in der letzten Schikane. Oder mache ich es doch?
Boah, eigentlich würde ich gerne, aber ich will auch Zweiter werden. Ich nehme lieber sichere 18 Punkte mit, weil ganz nach vorne kommen werde ich eh nicht. Aber vielleicht jetzt nochmal. Achtung, Verstappen. Vielleicht kann ich hier nochmal ein bisschen ihn zur Seite stoßen. Aggressives Pressing hier. Zweikämpfe dürfen auch erlaubt sein. Und jetzt war es das, glaube ich. Ich werde es nicht mehr schaffen. Nee. Oder? Oh, ich komme ran. Warte mal, warte mal. Warte mal. Oh, Verstappen, was macht er denn? Er zieht rüber. Und ich schleiche mich doch noch vorbei. Komm, 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 das wird, ja, auf den letzten Metern doch noch der Sieg. Ja, wuhu. Wahnsinn. Yes, yes. Lasst was hören, Leute. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wow, also müssen wir uns erstmal ein bisschen erholen. Was war das für ein Finish? Ähnlich wie in China, wobei das war natürlich noch ein bisschen knapper, weil es auf der Startzielgerade war. Natürlich habe ich wieder ein bisschen Schaden genommen, aber ich habe gesagt, wenn die Chance besteht, dann riskiere ich immer. Das wird immer in mir drin bleiben, weil ich will immer gewinnen. Sofern die Chance da ist, und es hat dann am Ende mit ein bisschen Glück dann auch noch gereicht. Schaut euch mal die Bestzeit an. Verstappen 1:12:149, wir haben 1:12:151. Also wir hätten auch fast noch die Bestzeit bekommen. Egal, wir haben 25 Punkte, wir haben mal wieder ein Rennen gewonnen. Gucken wir mal auf die Rangliste drauf, das bringt uns auf den 5. Platz. 9 Punkte hinter Alonso, aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Gut, 3. Platz bei den Konstrukteuren. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wen es denn erwischt hat. Ich gucke mal, von der Platzierung her müsste ja rein theoretisch es Charles Leclerc erwischt haben. Der hat nämlich eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, aber es ist niemand ausgeschieden. Wir gucken mal gemeinsam in die Wiederholung. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. So, dann schauen wir uns mal den schweren Unfall an, was jetzt im Nachhinein, wenn man sieht, eigentlich kein schwerer Unfall war. Da hättest du auch, glaube ich, das Safety Car rausschicken können. Aber vielleicht, weil er sich dann auch dementsprechend gedreht hat. Wir gucken mal, es war Leclerc unter anderem mit beteiligt. Er fährt hier um die Kurve, um die Haarnadel und ja, rutscht halt einfach. Gibt hinten einfach zu viel Gas, die Hinterreifen, die überdrehen. Das heißt, er stellt sich einmal quer und dann fährt ausgerechnet sein Kollege Sainz zack voll in ihn rein. Und ab da war ja direkt, oh, rote Flagge. Und dann habe ich schon gedacht, schwerer Unfall, ist einer in die Bande gekracht, ist jetzt das Auto total auseinandergefetzt. Aber im Prinzip gut. Musste wahrscheinlich das Safety Car ran. Oder beziehungsweise rote Flagge, weil er konnte selber, glaube ich, nicht mehr umdrehen. Guck, es wurde dann durchsichtig, das heißt, er konnte gar nicht mehr Gas geben. Und das finde ich so ein bisschen das Unlogische, weil dann hätte er ja theoretisch gar nicht mehr mitfahren dürfen. Dann wäre er ja theoretisch ausgeschieden. Hier fahren sie dann alle durch, so nach und nach, alles gut. Aber ich habe jetzt echt gedacht, das wäre ein total Horrorunfall. Aber es war ein einfacher Dreher, Hinterreifen ein bisschen übergedreht oder durchgedreht. Also, war doch nicht so schwer, wie das Spiel es dann doch angekündigt hatte. Und eine weitere Belohnung unterhalte 3 aktive Rivalitäten und dann war es weg. Also eine weitere Steam-Belohnung. So schnell kann ich dann auch nicht lesen. Vor Leclerc, okay, 96 Punkte vor Rivalen. Wir hatten ja eigentlich Russell. Ach, Quatsch. Ach, wen hatten wir denn vorher als Konkurrenten? Irgendeinen von Williams hatten wir. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wen wir da hatten als Rivalen. Auf jeden Fall haben wir den geschlagen, kriegen natürlich durch den Sieg überall hohe Punktzahlen, Rennkunst, Erfahrung steigen wir auf, da steigen wir auch auf. Nur grüne Zahlen. Wenn das die Wirtschaft sehen würde, die wäre auf jeden Fall sehr, sehr stolz. 69,5. Aber Horrorunfall. Ich habe jetzt gedacht, da ist sonst irgendwie was passiert. Irgendwie 2 Autos sind zerfetzt worden. Dabei hat er sich einfach nur gedreht und Sainz ist ein bisschen reingefahren. Und weil Leclerc halt, glaube ich, nicht starten konnte. Also sein Auto ist ja nicht wieder gestartet, deswegen war, glaube ich, rot. Aber dann hätte Leclerc, wie gesagt, auch nicht mehr mitfahren dürfen.
theoretisch, oder? Schreibt's mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Ich glaube, die Regel ist doch so. Aus, als hättest du eine neue Rivalität. Aha. Das ist die perfekte Ist mir gar nicht aufgefallen, Mensch, haben wir nur gerade besprochen. Du in diesen Sport gehörst. Und 16 mir Meisterschaftspunkte zeigen, für den warum Sieg. Du zu meiner sehr exklusiven Kundschaft gehörst. Ah ja. Kleiner Scherz. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Ja, habe ich irgendwie schon mal gehört und 3 Wochen später hast du dann einen neuen Klienten. So ist es doch meistens so. Wir kriegen ein paar Ressourcenpunkte mehr. Okay, alle neuen Teile wurden gefertigt. Und Spanien ist jetzt der Auftakt zu unserer Europareise. Und wir gucken jetzt mal, guck mal, wir sind schon beim Fertigungsexperten auf Level 1, bei der Windkanalingenieurin auch auf Level 1 und bei den anderen kurz davor. Das heißt, wir müssen jetzt auch irgendeinen Boost kriegen. Gucken wir mal hier, genau, Fehlschlagsrate, alle Upgrades um 10% reduziert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was wir machen. Schließe das Wochenende mit höchstens 3 Kollisionen ab oder halte die Reifen unter 120 Grad trocken, 100 Grad Intermediate zu 90 Grad Regen. Also ich hoffe nicht, dass es auch in Spanien Regen wird. Ich mache es einfach mal hier. 3 Kollisionen, dann haben wir beim Windkanalingenieur Zeit für Aero-Upgrades. Upgrades um 15% reduziert. Ja, das ist auch schon mal gut, dann geht's schneller. Schließe eine Session mit der schnellsten Runde ab. Mache ich das mal hier. Dann Triebwerksberaterin ist erst in 4 Rennwochenenden wieder da. Okay, die ist jetzt erstmal unterwegs. Dann machen wir einmal hier die Verwarnung. Wiederholt sich quasi, ist ja nichts Neues hier. Schließe eine Session ab ohne Rückblende oder Lift and Coast für mindestens 25 Sekunden. Das kriege ich hin. Auf Start und Ziel schön rollen lassen. Das sollte ich hinkriegen. Und die ist auch erst in 3 Rennwochenenden wieder da. Wir sind über unserem Vertrag hinaus. Wir haben also den Vertrag schon längst erfüllt. Sind quasi an 69. Ne, wir sind eigentlich schon fast an die 70 ran, ne? Würde ich sagen. So, was können wir jetzt hier verbessern? Ist irgendwas verfügbar für uns? Ne, wir können zurzeit nichts upgraden, nichts ist verfügbar, aber die Upgrades, die dauern jetzt nicht mehr so lange. Das könnten wir, das können wir nicht machen. Sind wir noch gut mit dabei. Wie sieht es hier aus? Können wir hier mal reingucken? Da sind wir noch in der Mitte. Bei der Chassis, beim Antrieb auch wichtig. Da ist sogar Haas vor uns Zweiter. Aber ihr seht anhand dieser weißen diagonalen, also diagonalen Linie, die noch von oben nach unten geht, senkrecht heißt so, dass wir im Prinzip alle fast gleich auf sind. Uns trennt also nur ganz, ganz wenig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier zum Rennwochenende. Ich hoffe auf gutes Wetter. Ich will jetzt überall Sonne sehen. Sonne satt. Training, Sonne, Blitzqualifying, Sonne. Vielleicht ist es auch wieder ein Sprintrennen. Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Und dann natürlich auch im Rennen muss einfach Sonne sein. Okay, gut gemacht. Ja, das war wahrscheinlich noch ein Funkspruch. Da hängt noch einer in der Vergangenheit fest. Noch ein Funkspruch aus Montreal. Ja, sehr, sehr schön. Das sind die Bedingungen, die ich gerne möchte. Sonnenschein, 50 Grad wahrscheinlich gefühlt. Ey, Blitzqualifying auch. Dann ist also alles angerichtet. Mal gucken, ob wir unsere Leistung bestätigen können. Ob wir auch in Spanien gewinnen. So ganz knapp. Oder auf jeden Fall unter die ersten 3 oder die ersten 5. Das wäre schon ganz okay. So sieht es nämlich aus. Wir sind voll im Soll. Fernando Alonso überrascht da so ein bisschen. Aber Aston Martin scheint ja auch nicht irgendeine Thekentruppe zu sein. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Rennen. Vielleicht genauso ereignisreich wie in Kanada. Wäre doch ganz geil, oder? Macht's gut. Ciao, ciao.